Ernsthaft? Das dachte ich mir, als mir aufgefallen ist, wie häufig ich eigentlich ein Spiel starte, auf das ich überhaupt keine Lust habe. Wie ich abends immer wieder die gleichen Spiele angemacht habe, ohne Plan, ohne Lust und ja, eigentlich nur, weil es halt irgendwie Zeit war. Solche Spiele, wo man unterm Strich wirklich keinen Spaß mehr hat, aber trotzdem häufen sich dann weitere Hunderte oder Tausende Stunden Spielzeit an. Und für dieses Video wollte ich ein bisschen drüber nachdenken, warum das eigentlich passiert und ein bisschen davon erzählen, wie ich persönlich wieder mehr Spaß an Spielen gefunden habe. Und damit es nicht ganz so monoton wird, lasse ich im Hintergrund abwechselnd ein bisschen Gameplay von Spielen laufen, die mich in letzter Zeit ganz gut unterhalten haben. Weißt du noch, wie das früher war? Wie anders sich das angefühlt hat, als man als Kind die ersten Spiele gespielt hat? Alles war eine neue Erfahrung. Man hatte so viel Spaß, obwohl man total schlecht war. Und man hat nicht mal die Steuerung hingekriegt, geschweige denn die Spiele selbst. Und man musste das alles erstmal üben, damit das überhaupt funktioniert. Und ich glaube ehrlich gesagt, diese leichte Überforderung und das Lernen und Entdecken, das macht einen großen Teil davon aus, warum wir heute mit so viel Nostalgie auf diese alten Spiele zurückschauen. Und ich glaube diesem Narrativ nicht, dass moderne Spiele per se immer schlechter werden. Ich glaube eher, dass unsere Spielgewohnheiten etwas schlechter geworden sind. Das Schöne ist aber, daran können wir was ändern. Ich hatte damals zum Beispiel meine 2-3 Dauerbrenner, die mich eigentlich nur noch frustriert haben. Und trotzdem, auch mit mehreren tausend Stunden Spielzeit, habe ich sie immer noch weitergespielt. Und es ist auch irgendwie immer das Gleiche. Du startest das Spiel, du grindest irgendwas, du ärgerst dich, du machst aus und am nächsten Tag, richtig, spiel denselben Song nochmal. Ich habe nicht mehr gespielt, weil ich neugierig war oder weil ich Bock auf eine geile Session hatte, sondern weil es halt irgendwie Routine war. Und das merkt man auch total an der Sprache, die man benutzt. Also wenn man nicht mehr sowas sagt wie, heute Abend habe ich aber Lust auf eine Runde Skyrim oder Lust auf eine Runde Battlefield, sondern ja, eigentlich muss ich noch meine Dailies machen. Vom Wochenende muss ich wirklich noch den Battle Pass durchgrinden oder den Master Rank erreichen, damit ich dieses blöde Emblem auf mein Profil bekomme. Aber eigentlich habe ich wirklich keinen Bock. Und bei meinen Freunden sah das eigentlich auch ganz ähnlich aus. Und irgendwann habe ich mich gefragt, so, Moment mal, wie blöd bin ich eigentlich? Warum hört sich das alles nach so einer To-Do-Liste an? Das ist ja eigentlich Freizeit, die wir uns mit Spaß füllen wollen, rauben uns dann aber selber den Spaß, indem wir das zu einer Routine werden lassen. Und dann gibt's auch noch so Mechaniken in Spielen, wo man hinterherhängen kann, wenn man mal einen Tag lang nicht spielt und dann kickt noch FOMO mit rein. Und dann gibt's halt noch diesen Gedanken, den bestimmt viele kennen. Ich kann ja jetzt nicht aufhören. Ich habe schon so viel Zeit da reingesteckt oder sogar Geld. Und dann hat man eben diese klassische Sunken Cost Fallacy. Und dann will ich nicht aufhören, weil das bedeutet ja auch, dass die ganzen spaßlosen Grindstunden, die ich schon investiert habe, um irgendwas freizuschalten, komplett umsonst waren. Und da kommst du dir ja bescheuert vor. Und das fühlt sich dann noch frustrierender an, als der Frust am eigentlichen Spiel. Und dann bleibt man halt dabei oder man switcht rüber zu seinem anderen Standard-Game und regt sich dann in 30 Minuten da auf. Man geht halt einfach diesen Weg des geringsten Widerstands. Das hat ein bisschen was von Doom-Scrolling. Wenn du da sitzt und 2 Stunden lang Instagram scrollst, bis es dir irgendwann komplett zum Hals raushängt und den ganzen Brainrot hast du schon gesehen. Und dann drückst du den Home-Button. Oh, ist das etwa die Twitter-App? Zack, bumm, geht's da direkt weiter. Weil es so viel gemütlicher ist, als ein kleines bisschen Aufwand zu betreiben, um etwas mehr Spaß zu haben oder irgendwas zu machen, was sich halt belohnend anfühlt. Also man bleibt sogar in seiner Unterhaltung in so einer kleinen Komfortzone drin. Und es ist natürlich auch überhaupt nichts Falsches dran, das gleiche Spiel immer und immer wieder zu spielen, solange man halt Spaß dran hat. Also es gibt ja durchaus Leute, die spielen seit Jahren dasselbe Game und feiern das immer noch. Aber wenn man sein Spiel schon genervt aufmacht, weil es halt 6 Uhr ist und Zeit Spaß zu haben, dann muss man vielleicht ehrlich zu sich sein, dann ist vielleicht der Punkt gekommen, wo man was ändern will. Und das muss auch überhaupt nicht bedeuten, dass man mit dem Spielen einfach aufhört. Also was es für mich getan hat, war einfach mal was zu spielen, wo ich meine Zweifel hatte, dass ich daran Spaß haben könnte. RPGs hatte ich schon viele gespielt, aber isometrisch und rundenbasiert hat sich für mich nach einer Schlaftablette angehört.
Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich damit Spaß habe. Aber ich habe trotzdem Divinity Original Sin ausprobiert, weil ich in der Kindheit mal Divinity 2 gespielt habe, ein Third-Person-RPG, wie das, was ich sonst so gespielt habe, Skyrim, Oblivion, Two Worlds, Gothic und dergleichen. Und auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis ich diese Mechaniken alle verstanden habe, habe ich das Spiel am Stück durchgezockt. Und ich habe in der Zeit keines meiner Standardspiele angefasst. Und direkt danach habe ich mir den zweiten Teil gekauft, habe den auch noch durchgesuchtet. Dann habe ich das Spiel meinen Freunden gezeigt und dann haben wir es im Koop nochmal durchgespielt. Und davor konnte ich mir nicht vorstellen, dass mir rundenbasiert überhaupt Spaß machen kann. Aber seitdem zähle ich Divinity Original Sin 2 mindestens in die Top 3 der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und was mich an diesem Spiel so gehuckt hat, war dieses ständige, was passiert eigentlich, wenn ich diese Oberfläche mit dem Buff und dem Zauber kombiniere? Kann ich meine Rüstung einfach ausziehen, die in das Fass hier packen, mit den 500 Salatköpfen, dann auf die Leiter da hochklettern und das dem Gegner einfach auf den Kopf werfen? Geht das? Also kann man das machen? Die Antwort ist übrigens ja. Das Spiel ist fantastisch. Das Spiel war wie so ein Experimentierkasten. Man hat ständig neue Mechaniken entdeckt, ausprobiert, verstanden. Es hatte was sehr Entdeckerisches. Dieses Entdecken von dem, was ein Spiel eigentlich ausmacht. Woran ich mich nur aus meiner Kindheit erinnert habe, als Gaming halt noch was ganz Neues war. Und genau das ist der Punkt. Diese Nostalgie für Spiele von früher kommt eben auch davon, dass das alles so ein Gefühl von Erkundung hatte. Und eine gewisse Überforderung. Weil man keine Ahnung hatte, wie das alles funktioniert. Und dann diese belohnenden Momente, wenn man zum ersten Mal was hingekriegt hat. Als Kind war jedes Spiel eine neue Welt und eine neue Herausforderung. Und deshalb bleibt das auch so stark im Gedächtnis. Und ich bin der Meinung, das kann man sich heute zurückholen. Nicht durch Remakes oder Retro-Games, sondern durch neue Genres und neues Gameplay. Ich hatte noch nie Echtzeitstrategie gespielt und konnte mir nicht vorstellen, dass es da irgendwas dran gibt, was mir Spaß macht. Dann haben mir meine Freunde mal Northgard gezeigt. Das ist so ein Spiel, das kombiniert diese RTS-Elemente mit Survival- und Wirtschaftssimulation. Und plötzlich hatte ich wieder diese geilen Momente. So funktioniert das. Jetzt verstehe ich das. Das ist ja geil. Und das ist doch genau das, was mich früher erst zu einem Fan von Gaming gemacht hat. Genau deshalb habe ich doch eigentlich angefangen. Also wenn ich immer nur im gleichen Genre bleibe oder sogar im gleichen Spiel und wie im Autopilot immer dasselbe mache, dann renne ich doch komplett am Spaß vorbei. Ich denke, vielleicht muss man manchmal erstmal wieder lernen, woran man wirklich Spaß hat. Wenn du nach 5 Jahren zum ersten Mal bei diesem Inder bestellst, weil der gute Döner um die Ecke zu hat, da werden auf einmal ganz andere Geschmacksknospen angesteuert. Die waren vorher im Winterschlaf. Und auf einmal gibt's jedes zweite Wochenende Chicken Tikka Masala. So schnell geht das. Aber es liegt natürlich nicht immer nur an uns, wenn wir in so eine Routine verfallen. Vor allem nicht in der Welt der Live-Service-Spiele. Spiele werden nicht aus Versehen zur Gewohnheit. Die werden oft explizit mit diesem Ziel entworfen. Daily Quests, Login-Boni, Battle Passes, Limited-Time-Events, Streaks. Das sind alles keine kleinen Extras, das sind Retention-Systeme. Mechaniken, die dafür sorgen, dass du wiederkommst. Morgen, übermorgen, nächste Woche. Sie geben dir Ziele, Belohnungen und so ein Gefühl von Fortschritt, sodass es sich fast schon produktiv anfühlt. Und irgendwann verändert das auch, warum du spielst. Irgendwann nicht mehr, weil du Lust hast, sondern weil du musst, weil sonst verpasst du ja was. Und dahinter steckt eben nicht einfach nur Game Design, sondern knallharte Wirtschaft, weil Kundenretention ist immer günstiger und leichter als Kundenakquise. Ich habe selber ein paar Jahre Erfahrung als Video-Editor im Marketing-Team von einem Spielestudio, also nicht direkt als Marketer selbst, aber du kriegst natürlich trotzdem mit, wie vieles funktioniert und wie solche Mechaniken gedacht werden. Und ein Spiel zur Gewohnheit zu machen und auch die Gewohnheit zu anderen Spielen zu brechen, das wird schon ganz klar als Ziel formuliert. Das ist kein Zufall. Es ist für ein Studio einfach viel günstiger, dich als Spieler in einem Spiel drin zu halten, als neue Spieler zu gewinnen. Und gerade bei Live-Service-Spielen ist das Ziel ganz klar, dich so lange im Spiel halten, bis es zur Routine wird. Und das wissen die Marketing-Teams und Product Manager ganz genau. Und das funktioniert auch. Retention-Systeme geben Motivation, Struktur und Orientierung. Und das ist an sich eigentlich auch nichts Schlechtes. Solche Systeme können gerade bei komplexeren Spielen motivieren und den Einstieg erleichtern.
aber sie können eben auch den eigentlichen Spielspaß überdecken. Wenn man nicht nur aus Neugier, sondern aus einem Pflichtgefühl spielt. Und manchmal fühlt sich das dann weniger wie Gaming und mehr wie Arbeit an. Aber darüber würde ich gerne nochmal ein ganz eigenes Video machen. Wenn wir nur das spielen, was wir schon kennen, dann werden wir dieses Staunen von früher nicht mehr finden. Das Gefühl kommt nicht einfach von Nostalgie, es kommt davon, was Neues zu entdecken, zu lernen und zu meistern. Und ja, manchmal muss man dafür auch ein kleines bisschen Aufwand betreiben. So wie ich zum Beispiel mit Northgard Echtzeitstrategie entdeckt habe oder mit RoboQuest Roguelikes. Und genau solche Ausreißer bringen halt oft viel mehr Spaß als das nächste große Update von deinem Dauerbrenner. Deshalb such dir vielleicht mal bewusst was raus, was dich eigentlich nicht anspricht, oder etwas, was dein Lieblingsgenre mit einem anderen Genre vermischt, das du noch nicht kennst. Vielleicht ist jetzt genau der richtige Moment, um sich mal diesen riesigen Backlog in der Steam-Bibliothek vorzunehmen, den die Hälfte von euch schon seit Jahren vor sich herschiebt. Wer weiß, vielleicht wartet da ja genau das Spiel, das dich daran erinnert, warum du eigentlich angefangen hast zu zocken.